Wir wollen endlich ankommen und eine eigene Base finden. Wir besuchen Freunde in Schweden, die sich diesen Traum gerade verwirklichen und erleben hautnah, wie sowas aussehen kann und packen direkt mit an. Geil, Bagger fahren! Trotz schweißtreibender Arbeit und neuer Herausforderungen bekräftigt uns das nur noch mehr. Vor einer Stunde wussten wir nicht mal, was wir machen müssen. Ja. Also von dem her. Und ganz nebenbei erleben wir Schweden von seiner schönsten Seite. Und obwohl wir eigentlich gekommen sind, um Schweden als Option auszuschließen, Bisher funktioniert das mit dem Ausschließen nicht so gut. plötzlich stehen all die Zweifel über kalte Winter und kurze Tage einer Sommermagie gegenüber, die unsere Gedanken ganz schön auf den Kopf stellt. Hey, hey, schön euch in diesem Video dabei zu haben. An diesem wunderschönen Idyll. Ihr wisst ja, wir sind in Schweden, weil wir uns in das schwedische Leben reinfühlen wollen. Und wir haben deshalb auch unseren Van gegen dieses wunderschöne Schwedenhaus getauscht. Aber nein, wir haben natürlich nicht spontan ein Schwedenhaus gekauft, sondern wir sind zu Besuch bei Freunden, bei Laura und André. Sie haben sich diesen Traum bereits verwirklicht und dieses kleine Häuschen zu einem richtigen Schmuckstück verwandelt. Wir haben uns vor etwa 6, 7 Jahren kennengelernt. Das war damals in Kroatien. Und wir waren komplett im Anfang unseres Vanlifes. Und da haben wir auch, ja, eigentlich so die Anfänge des Vanlifes so teilweise mit ihm zusammen erlebt. Wir waren zusammen dann in Bayern unterwegs, haben uns in Rumänien, in der Türkei wieder getroffen. War jedes Mal wieder sehr, sehr schön. Und dann waren wir auf der Panamericana quasi weg von allem. Und in der Zwischenzeit sind sie hier nach Schweden ausgewandert, haben dieses Häuschen hier aufgebaut und wir kannten es bisher auch nur aus den Videos. Und es ist jetzt richtig schön, das einfach mal so live zu sehen und auch ein bisschen mitzuerleben. Die meisten von euch kennen dieses Häuschen ja schon, aber für die paar wenigen, die es noch nicht gesehen haben, haben wir die beiden überredet, uns eine kleine Haustour zu machen. Sehr gerne. Und wir starten direkt hier in der Küche, das Herzstück des Hauses, würde ich sagen. Das war unser zweites großes Renovierungsprojekt. Wir haben aus einem sehr blauen Raum einen sehr grünen Raum gemacht, aber ja, wir finden es sehr gemütlich. Wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam auf der Kücheneckbank, die wir neu gebaut haben. Und ja, finden es sehr schön, euch hier zu haben. Ja, und wir finden es sehr schön, dass wir das miterleben können. Von der Küche kommt man in einen sehr länglichen Flur. Hier geht einmal das Badezimmer ab. Das hat uns sehr viele Nerven gekostet, aber wir sind auch sehr glücklich, jetzt ein schönes Badezimmer zu haben. Da haben wir 4 Monate oder sogar noch länger dran gearbeitet. Und Richtig schön geworden auch. danke. Ja. Das Verkaufsargument für dieses Haus war definitiv der Wintergarten, mein absoluter Lieblingsort, um da morgens zu sitzen und zu stricken. Hier hinten haben wir eine Wäscheecke. Da war ein ganz kleines Minizimmer mit Stockbetten drin, wo wir dachten, so der Strafraum für die Enkel. Ja, wirklich. Und ja, wir haben dann die Wand aufgerissen und ja, eine Wäscheecke gemacht. Vor allem, weil wir dann gemerkt haben, die Waschmaschine hätte nicht durch die Tür gepasst, sonst wäre es ein Hauswirtschaftsraum geworden. Aber man passt sich an. Man muss improvisieren, nicht nur im Van, sondern auch im Schwedenhaus. Ist so. Und es ist auch alles genauso schief wie im Van. Ja, perfekt. Also, wir sind zum Glück geübt, würde Ja, ich wir sagen. beim Gewohnten. Ja. Und hier geht dann die Treppe schon hoch zu unserem Dachgeschoss. Und das war's dann auch bald schon, aber kommt gerne mit hoch. Ja, und hier oben haben wir dann
auf der einen Hälfte unser Schlafzimmer und auf der anderen Hälfte unser Wohnzimmer. Ein bisschen ungewöhnlich, aber für uns funktioniert's und Das ist ja das Wichtige. oder? Ich würde sagen, es ist ziemlich gemütlich. Auf jeden Fall. Ja. Eigentlich war es das auch schon mit unserem kleinen Häuschen. Es gibt unten noch ein Zimmer, das ist aber sehr unaufgeräumt. Da hängt jetzt unsere Wäsche, weil wir haben natürlich auch genutzt, dass wir Wäsche waschen können. Ja, aber wir können dann gleich nochmal rausgehen, euch den anderen Mitbewohnern des Hauses vorstellen und die Terrasse zeigen. Hallo, ich bin André, ich wohne hier auch. Ich bin für ungefähr 50% der Renovierungen verantwortlich. Ja, das ist unsere Terrasse. Die haben wir letztes Jahr im Sommer gebaut und das ist wirklich ein so krasser Mehrwert. Die nutzen wir so viel. Vorher haben wir tatsächlich selten draußen gesessen, aber seit wir die haben, ja, sitzen wir richtig oft hier draußen, wenn wir nicht in der Küche auf der Sitzecke sitzen. Also ja, richtig schönes Ding geworden. Und generell der Garten, sehr groß. Ja, den wollen wir dieses Jahr ein bisschen angehen und ein bisschen zusammen baggern. Genau. Was war denn so eure größte Angst, als ihr so in der Entscheidungsphase wart, ob ihr auswandern wollt, und habt ihr sie bereut? Bereut auf jeden Fall nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und Angst? Ob wir das generell mit der Renovierung schaffen, oder? Also, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, wir haben das Haus ja gekauft und dachten, wir müssen nur so ein klein bisschen renovieren, also so ein bisschen neue Tapete, mal ein paar neue Böden legen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, die Substanz ist doch gar nicht mehr so gut. Und dann kam irgendwann die Angst, schaffen wir das? Und ich glaube, das ist manchmal ganz gut, dass wir das vorher gar nicht wussten. Ja, ich glaube, manchmal ist es gut, so reingeschmissen zu werden. Und vielleicht die Angst nur, wie es ist im Winter, der Klassiker, der dunkle schwedische Winter. Ja, findet man Anschluss und ja, wie ist es in einem komplett fremden Land zu leben? Wobei man durchs Vanlife ja schon sehr viel Erfahrung hat mit fremden Ländern und dort sich zu Hause fühlen. Und es hat sich alles nicht bewahrheitet. Also es ist alles... Selbst der Winter ist nicht so schlimm. Ja, obwohl wir auch ein bisschen abhauen im Frühjahr. Ja, aber also das ist nicht dem Winter der geschuldet. Frühling ist schlimmer als der Winter, Ja. wenn es alles taut, matschig und grau ist. Ja. Ja. Könnt ihr es empfehlen? Ja. Ja. Sollen wir es auch machen? Ja. Wir haben noch ein paar Nachbarshäuser frei. Wie Jessie ja schon sagte, haben sie sich hier wirklich ein kleines Schmuckstück aufgebaut. Und tatsächlich ist es in Live nochmals viel schöner als auf Bildern. Also wir kannten es ja davor auch nur aus Fotos und aus Videos. Aber jetzt hier stehen zu dürfen und ja, hier auch diese kleinen Details mitnehmen zu können, ist auf jeden Fall sehr hilfreich und hilft uns auch für die Zukunft, für die Entscheidung, was wir oder wo wir in Zukunft leben wollen. Könntet ihr euch vorstellen, dass wir hier in Schweden auch irgendwo so ein kleines Häuschen bauen würden? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Viele von euch wissen ja schon, wie sehr wir die Schuhe von Gieswein lieben. Für uns sind es einfach die perfekten Allrounder, denn sie sehen gut aus, aber sie machen auch alles mit. Und jetzt für den Sommer will man ja lieber etwas Leichtes auf die Füße, etwas, wo man am besten einfach reinschlüpfen kann. Und darum habe ich mich da für die Merino Slides von Gieswein entschieden. Bei Merino-Wolle denkt man ja schnell an kalte Winter und warme, dicke Socken. Aber Merino ist ein echtes Naturwunder und wirkt temperaturregulierend. Während es im Winter warm hält, kühlt es im Sommer. Und damit sind die Slides gleich doppelt perfekt. Man schlüpft einfach rein, sie sind super praktisch und gleichzeitig halten sie auch die Füße einfach kühl, sogar im Sommer. Das ist ideal, wenn man sich rund um den Van bewegt, aber eben auch rund ums Haus. Weil das Material so weich ist, kratzt auch nichts. Kein Schwitzen, kein Müffeln, einfach ein federleichtes, super bequemes Gefühl. Und besonders wichtig, das österreichische Familienunternehmen arbeitet mit ausgewählten Bauern und nutzt nur mulesing-freie Wolle, um höchste Tierwohlstandards zu garantieren. Und das gibt mir ein besonders gutes Gefühl. Für mich sind die Merino Slides einfach geniale Begleiter für die warme Jahreszeit. Und wenn ihr euch auch maximalen Komfort für eure Füße wünscht, nutzt gerne unseren Code CHIRPI20. Damit erhaltet ihr 20% Rabatt auf den gesamten Gieswein-Shop. Am besten scannt ihr dazu unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Weil wir aber nicht nur zum Spaß hier sind, wir wollen ja uns richtig reinfühlen und erleben, wie so ein Leben ist im Schwedenhaus, haben wir uns in die Arbeitsklamotten geworfen und wir sind schon aktiv. Seht mal, was da steht.
Ich glaube, für mich wird gerade ein Kindheitstraum wahr. Also ich hoffe, dass sie mich vielleicht auch mal kurz auf den Bagger lassen. Obwohl ich habe schon echt Respekt. Ich glaube, damit umzugehen, das zu koordinieren, ist gar nicht so einfach. Aber ja, ich finde, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hergekommen, um den beiden bei ihrem nächsten Projekt zu helfen. Soll nämlich ein... ja, mal sehen, ob wir nicht mehr kaputt machen, als wir helfen. Es soll nämlich, hier sieht man ein bisschen die Markierungen schon, es soll ein kleiner Weg entstehen von der Einfahrt zum Haus. Und ja, das gehen wir an. Baggerfahren ist definitiv nicht so leicht, wie es aussieht. Wir versuchen, das Naturtalent unter uns auszumachen, aber egal bei wem, die Anfänge sind auf jeden Fall sehr rucklig und es kommen auch kurz Zweifel auf, ob wir uns nicht doch überschätzt haben. Aber dann kommt Roberto langsam ziemlich gut rein. Wir finden eine gute Arbeitsaufteilung und die Zuversicht kehrt langsam zurück. Puh, ganz schön anstrengend. Macht's aber auch Spaß? Ja, es macht schon Spaß. Also wenn man es langsam draußen hat, dann, also wir sind doch ein gutes Stück vorwärts gekommen. Naja, wenn man die Zeit rechnet, die wir jetzt dafür gebraucht haben. Naja, Aber hey, man muss sich erstmal einarbeiten. vor einer Stunde wussten wir nicht mal, was wir machen müssen. Ja, Also von dem her, aber wir haben jetzt gedacht, Pause. Pause. Dann stechen wir das per Hand einmal vor. Mhm. Und dann machen der wir Seite. das weiter. Dass, wir sauberer, ne? dass es sauberer wird, ja. Und weil die Schaufel ja nicht ganz so breit ist wie der Weg, hatte Jessie gerade den Einwand, dass es dann vielleicht aber an dem Angestochenen das mitnimmt. Ja. Also, Ja. ja. Ich bin froh, dass wir nicht alleine sind. Wirklich. Das macht, was man möchte. Ja, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, Naja, aber doch, kompliziert ist es. umzusetzen. Naja, wir stärken uns jetzt erstmal kurz und dann geht es gleich weiter. Ja, eigentlich habt ihr jetzt alle... Ich muss mal unser Trinken. So ein Projekt dauert meistens länger, als man es plant, oder? Was plant. Ganz genau so. Ich sag's nochmal, damit ich's richtig sag. So ein Projekt dauert meistens länger, als was man plant. Das, was man plant. Oh mein Gott, zu viel Sonne. Die kleine Pause eben hat richtig gut getan. Man darf ja die Sonne auch hier nicht unterschätzen. Das Thermometer zeigt zwar gerade mal so 25 Grad an, wobei gerade mal. Ist schon richtig warm eben. Und die Sonne knallt auch richtig. Also man muss gucken, dass man hydriert bleibt und auch nicht zu lang an der Sonne ist. Aber ihr seht und hört schon, es geht wieder voll weiter. Laura und ich waren zwar gerade kurz noch bei Nachbarn, haben eine zweite Schubkarre ausgeborgt, damit das hier ein bisschen schneller vorangeht. Und ich finde, das ist ein richtig schönes Beispiel dafür, wie eben auch die Gemeinschaft hier funktioniert, die Nachbarschaft, wie man sich gegenseitig unterstützt und hilft und ja auch mal Werkzeug ausborgt oder eine Schubkarre und all die Sachen. Und dann war es richtig schön auch zu sehen, wie man sich dann so austauscht und ja, einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl und auch Freundschaften in der Nachbarschaft. Und in der Zwischenzeit haben André und Roberto richtig gut weitergemacht. Ich finde das richtig krass, wie weit die so schon sind. Und der Weg ist jetzt mittlerweile, oder der Ausflug ist auch richtig tief mittlerweile. Da muss man ja auch eine gewisse Höhe oder Tiefe eben erreichen. Ich glaube, die sind schon ziemlich gut eingespielt, aber ich wette, zu viert geht es jetzt auch noch mal schneller. Also schauen wir, dass wir alle noch mal mit anpacken, damit wir heute einen richtig guten Abschluss finden. Wir mobilisieren all unsere Kräfte. Es ist ein richtig gutes Gefühl zu sehen, wie aus einer anfänglichen Herausforderung echter Fortschritt wird und wir Meter für Meter vorankommen. Klar, die Arbeit ist schweißtreibend, die Sonne brennt und wir werden heute Abend garantiert jeden einzelnen Knochen spüren. Aber genau darum geht's doch. Zusammen anpacken, füreinander da sein und trotz der ganzen Anstrengung einfach eine gute Zeit miteinander haben. Wir freuen uns, mithelfen zu können. Und genau mit dieser Energie geben wir alle noch einmal Vollgas. Surround
darf ja mit dem Rücken nicht so viel machen. Aber wir haben trotzdem einen guten Job für mich gefunden. Weil, also man sieht ja auch gar nicht, wenn die Erde so überall rumliegt, sieht man gar nicht, wie breit der Weg ist, wie weit der Breit ist. Ja, und jetzt reiche ich einfach so die Erde ein bisschen zusammen, dann ist das Gras drunter auch nicht so platt gedrückt, kann weiter wachsen und wir sehen den Weg. Also ich hoffe, das hilft auch ein bisschen, um das Ganze dann so einzuschätzen. Und du willst ja unbedingt noch Bagger fahren, oder? Das machen wir jetzt dann gleich. Mal sehen. Doch. Ich will ja den Betrieb nicht aufhalten. Nee, das jetzt, wo passt du so eingespielt bist, so, da hast du es ja drauf. Das ist okay. Es ist an der Zeit, dass Jessie endlich mal lernt, Bagger zu fahren. Endlich! Endlich, es ist ihr Kindheitstraum, also erfüllen wir den noch. Also, So, Schlüssel an. Gut. Hier, den nach vorne. Bis in die Mitte. Gut. Und jetzt drehen. Hinter die Pfahle, mach mal so. Hinter die Pfahle, hören. Und jetzt. Oder linke, ja, so. Ich glaube, ich bin soeben arbeitslos geworden. Jessie macht es richtig gut. Für das, dass es das allererste Mal ist, also Hut ab. oder was? Kann man uns fragen dazu? Wir können das direkt zusammen. Weiter! Jetzt. Geil, Bagger fahren. Macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Ich hätte viel früher anfangen sollen zu baggern und dann hätte ich niemanden an den Bagger gelassen. Nein, wirklich. Ich habe immer auf jedem Kinderspielplatz, habe ich immer, wenn es dieses Spielzeugbagger gab, habe ich immer gebaggert. Hat mich alles andere nicht interessiert. Ich find Bagger, Traktoren, diese Sachen, das ist einfach so, ich finde das richtig cool. Das heißt, wir brauchen ein Haus. Wir brauchen ein Haus, damit sich der Hund wohlfühlt. Und wir brauchen ein Haus, damit wir baggern können. Also es muss auch ein bisschen Garten dabei sein, den wir umgraben können. So einfach ist es. Als das Licht weicher wird, zieht es uns alle für eine wohlverdiente Abkühlung an den See. Einmal tief durchatmen, rein ins kühle Wasser und den Kopf frei bekommen. Was danach bleibt, ist pure Entspannung. Sich ein solches Zuhause aufzubauen, ist richtig viel Arbeit. Aber am Ende des Tages das Ergebnis zu sehen, bringt eine tiefe Zufriedenheit mit sich. Sie macht den Kopf frei für genau diese Augenblicke. Und die sind es, die den schwedischen Sommer so magisch machen. Diese unbeschwerte Zeit mit wunderbaren Menschen an unserer Seite. Es sind Tage wie diese. Guten Morgen. Mir tut
alles am Körper ein bisschen weh. Man merkt wirklich, dass wir gestern viel gearbeitet haben. Aber es ist so ein guter Schmerz, wo man merkt, man hat was getan. Und ich finde ja auch so befriedigend, wenn man am Ende des Tages sieht, was man alles geschafft hat. Apropos, wenn ihr noch genauer sehen wollt, was wir alles geschafft haben und auch wie es mit dem Projekt weitergeht, dann schaut am besten direkt bei Laura und André vorbei. Sie begleiten das Projekt natürlich noch mal ein bisschen genauer. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, Respekt vor allen, die so eine Arbeit machen. Komm, Max! Also allgemein, aber natürlich auch vor den beiden, dass sie sich da mit so viel Liebe sowas aufgebaut haben. Und ja, von außen sieht man eben selten, wie viel Arbeit in sowas überhaupt reinfließt. Also Hut ab wirklich. Ich muss aber auch zugeben, also für mich, ich hatte ein bisschen Hintergedanken bei unserer Reise nach Schweden. Denn ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir Schweden als mögliches Land für unsere Base ausschließen können. Dass wir hierher kommen und die Fragen immer irgendwie prägnanter werden, gerade was den Winter angeht, die Dunkelheit, die Mücken, Allergien, denn hier gibt es ja richtig viele Birkenbäume, die potenziell vielleicht für Roberto ein Problem sein könnten. Aber auch wenn wir hier arbeiten müssen, auch wenn es ein paar Moskitos gibt und hier vor allem auch Bremsen, bisher funktioniert das mit dem Ausschließen nicht so gut. Die letzten Tage haben uns auf jeden Fall auch darin bestätigt, dass wir wirklich eine Base haben möchten. Ein Zuhause, wo wir ankommen können, wo wir einfach wirklich entschleunigen und runterkommen können. Alles rundherum ausblenden können. Das ist ja im Van einfach doch nicht so gegeben. Und klar wird das Arbeit kosten und anstrengend sein. Und wir werden auch manchmal denken, oh Mann, im Van war es so viel einfacher. Aber es scheint mir auch weniger vergänglich, als wenn man mit dem Van einfach nur durch Orte durchfährt. Und klar, man lernt viel, man selber entwickelt sich. Aber so ein eigenes Zuhause sich aufbauen, das fände ich schon wirklich sehr schön. Also geht die Suche weiter und irgendwann irgendwo finden wir eins. Sei es in Schweden oder sonst wo. Heute lassen wir mal Schaufel und Haken beiseite und widmen uns einem schwedischen Kulturgut. Es ist nämlich sehr typisch hier, Wochenends oder auch eigentlich unter der Woche auf den Loppis zu gehen. Das ist eigentlich ein Flohmarkt. Es gibt aber auch Läden, die eigentlich Secondhand oder eben Gebrauchtwaren handeln. Hier gibt es richtig viele Stände, wo Leute ihre Antiquitäten verkaufen, Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Und es sind ein paar richtig interessante Sachen dabei. Vielleicht finden wir ja auch was. Auf jeden Fall haben wir gefunden, wir können uns das nicht entgehen lassen, wenn das ja so zur schwedischen Kultur dazugehört und wir vor allem auch mit Profis unterwegs sind, die genau wissen, wie man das am besten angeht. Also wir haben hier eine ganz genaue Taktik, weil das ist ein bisschen, was heißt merkwürdig aufgebaut, aber es gibt so mehrere Arme. Das heißt, wir laufen immer an einer Seite lang, damit wir wirklich jeden einzelnen Stand mitnehmen. Das heißt, wir sind einmal jetzt hier lang und da hinten rum und jetzt geht es hier zurück. Versteht man, glaube ich, nicht, aber wir haben einen Plan. Ja, und André ist auch sehr streng. Man darf auch nicht einfach mal zwischendurch die Seite wechseln. Das ist hier strikt verboten. Es wird immer erst auf einer Seite gelaufen. Ja, alles hat seine Ordnung, oder? Auch in Schweden. Die muss man immer mitnehmen, wenn man sie sieht. Immer. Die sind neu so teuer und das hat jetzt nur 100 Kronen gekostet. Cool. Schnäppchen, ja. Was hat es gekostet? 100. 100 ist ja nichts. Ich habe gesagt, weil sie meinten, auch ganz schön groß. Vielleicht sonst nehmt ihr eins von uns und wahrscheinlich so. Kann man auch noch gucken. Hat ja nicht lange gedauert, bis wir zugeschlagen haben. Das ist ein Dala-Pferd, das ist ganz typisch für Schweden. Und wir haben eigentlich schon, als wir gekommen sind, gesagt, so ja, also eigentlich etwas müssen wir mitnehmen. Und wenn wir es finden, dann eben muss es so ein Pferd sein. Und anscheinend ist das jetzt echt ein Schnäppchen. Also umgerechnet sind es etwa 9 €. Und neu kosten die wohl gerne mal über 60 €. Weil
die halt so, ist Teil der Kultur und ja, finde ich cool, freue ich mich. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das hin soll, aber Deko kaufen, bevor man ein Haus hat, macht Sinn. Ja, richtig schön. Ich habe so ein Faible für alte Nähmaschinen. Wir haben ja schon eine, die ich von meiner Oma bzw. von meiner Mama bekomme, die ewig im Haus stand, irgendwo im Keller. Und die wird irgendwann ein Zuhause bei uns finden, aber ich finde, es dürften noch 2 sein, oder? Nein, zu viel. Die sieht man nochmal, die hat so richtig schöne Ornamente. Kostet auch nur 50 € knapp. Das ist nicht viel für so eine Nähmaschine. Dafür, wie gut der Schuss ist. Wir haben keinen Platz in der Zeit. Ja, mit dem Werden ist gerade schwierig. Wie war das mit wir haben keinen Platz? Ja, ich habe eine Waage gekauft. Sie hat 40 Kronen gekostet, irgendwie 3,50 € oder so, da kann man doch nicht Nein sagen. Ich habe vorhin schon eine gesehen, die wollten mehr und die war blau und die hat mir noch nicht so ganz gefallen und die war jetzt weiß und sie meinte sogar, die funktioniert noch, was mir eigentlich egal ist. Ich finde die einfach schön, ich will die dann irgendwo einfach aufstellen. Aber ja, jetzt haben wir eine Waage. Roberto. Aber ich meine, das ist halt von Sony, ich glaube nicht, dass Zum Wohl. Auf uns. Danke euch. Wie könnte ein Tag besser ausgehen als mit guter Pizza und guten Freunden? Es waren sehr ereignisreiche Tage, aber ab jetzt schalten wir die Kamera aus. Wir wollen die restliche Zeit zusammen einfach für uns genießen. Bevor wir uns aber verabschieden, schaut unbedingt bei Laura und André auf ihrem Kanal vorbei und auch auf Insta. Oscar the Explorer, und wir verabschieden uns jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, alle Kanäle zu abonnieren, Kommentare zu hinterlassen, zu liken, zu hypen, alles was euch einfällt. Ihr unterstützt uns alle damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!